freue mich heute, Bertolt Kalik an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Willkommen. Servus, grüß dich, Paul. Bevor wir hineingehen in die ersten Fragen, vielleicht ein paar Worte zu dir. Was hast du schon alles in der Startup-Szene gesehen? Wo kommst du eigentlich her? Gottes Willen, lange Geschichte. Wir sind jetzt seit 10 Jahren mit Venue Capital, meinem Unternehmen für Venture Capital und Private Equity unterwegs. Ich bin ursprünglich mehrfacher Unternehmensgründer, habe eine Zeit lang auch in der Nationalbank gearbeitet, an einer regulierten Investmentfirma, mir meine Sporen verdient und vor gut 15 Jahren, kann man sagen, so das erste Angel Investment gemacht. Und seit 10 Jahren hauptberuflich auf der Investorenseite im Bereich Venture und Private Equity. Ich mache sowohl Direktinvestments als Business Angel als auch Fondsinvestments über unsere Vehikel. Allen voran European Super Angels Club, also einem paneuropäischen Investorennetzwerk. Für den Health Hub in Tirol oder in sehr enger Abstimmung legen wir gerade einen Biotech Life Science Fonds auf. Der ist in Registrierung bei der Finanzmarktaufsicht. Wir haben den ersten Krypto-Hedgefonds Österreichs aufgelegt und bereits registriert. Der füllt sich sehr, sehr schön. Das ist der Tigris Web 3 unter der Führung von Peter Augustin. Und sonst wächst die Firma und gedeiht die Firma. Wir haben viele neue Partner, die dazugekommen sind. Sind sehr stolz darauf, dass wir auch mittlerweile ausbalanciert sind, was Gender betrifft. Und hier sehr starke Frauen ins Team bekommen haben. Und ja, dementsprechend ist die Krise für uns mal ein Vorteil ausnahmsweise, liegt aber wohl daran, dass es keine Kredite gibt in Zeiten wie diesen und Eigenkapital King ist. So ist es. Schauen wir nochmal sozusagen am Anfang. Du hast ja auch selber Unternehmen auch aufgebaut von null und auch viele natürlich investiert. Wenn du jetzt sagst, okay, du schaust dir Unternehmen an oder würdest nochmal neu ein Unternehmen starten, was sind so Kernkriterien gerade am Anfang, auf die du schaust, die wichtig sind? Team, Setup, was sind so ein paar Key Learnings, die du so für dich mitnimmst? Das sind ganz vielschichtige Erfahrungen ich glaube, das macht es auch so schwierig. Du hast einen Riesenvorteil, wenn du das schon einmal gemacht hast, deswegen dieser Serial Entrepreneur Status kommt nicht von ungefähr, es wird tatsächlich immer leichter und es ist einfach Unternehmertum etwas, was du sehr schlecht an der Universität lernen kannst oder in einem MBA mitbekommst. Warum ist das so? Einerseits fängt das Ganze immer an beim Menschen, bei den handelnden Personen, das heißt den Gründern, die zündende Idee haben. Die zündende Idee kann eine sehr technische sein, aber kann auch ein gutes Geschäftsmodell sein, das kann etwas Marketinggetriebenes sein. Ja, hängt sehr stark von der Ausrichtung des Unternehmens aus. Und ein Unternehmen, das man gründet, muss ja nicht zwangsläufig ein Hyper-Growth-Startup sein. Ja, das kann ja auch durchaus ein solides Geschäftsmodell sein, das eine gewisse Nische besetzt und solide funktioniert in einem regionalen Umfeld, kann aber natürlich auch eine globale Vision haben. Egal was es ist, der Gründer muss in dem Bereich sehr, sehr stark sein. Er muss ein Netzwerk mitbringen, er muss sich gut auskennen und muss letztendlich das mitbringen, was es braucht, um zumindest den ersten großen Schritt mit dem Unternehmen zu gehen, die ersten Kunden zu gewinnen, die ersten Produkte auf den Markt bringen und so weiter. Und dafür wird er auch Co-Founder brauchen. In der Regel ist es ein hohes Risiko, wenn ein Founder ganz alleine dasteht. Es ist auch nicht gut, wenn alle Founder aus dem gleichen Thema herauskommen, also sie sollten sich ergänzen. Und hier macht die richtige Mischung es aus. Das Geheimrezept, was die richtige Mischung ist, gibt es nicht, weil je nach Geschäftsmodell und je nach Produkt, je nach Markt, den man adressiert, diese Mischung wahrscheinlich unterschiedlich ist und da muss man sich ziemlich den Kopf darüber zerbrechen. Das heißt, wenn Investoren so ganz salopp sagen, einer der wichtigsten Kriterien ist das Team, dann ist das auch gleichzeitig eines der schwierigsten Themen, die du beurteilen musst. Und dann gibt es noch ganz viele andere Aspekte, die letztendlich dann mit der Umsetzung zu tun haben, mit der Organisationsstruktur, wie du die hochziehst und letztendlich auch mit einem sehr, sehr guten Stück und Ausmaß an Selbstreflexion, wann du den Schritt zurück machst als Gründer und sagst, jetzt habe ich eine gewisse Dimension, eine Größe erreicht, jetzt sollte ich mich auf einen Teil im Unternehmen fokussieren, wo ich wirklich meine größte Stärke habe und andere Themen vielleicht abgeben. Und das ist etwas, die Erfahrung habe ich selbst einige Male gemacht. Ich tendiere dazu, sehr gerne lange Kontrolle zu haben in unterschiedlichen Bereichen und das ist dann schwierig, wenn man eigentlich merkt, man könnte jetzt schon einen Bereich auskoppeln, aber so richtig 100% einen Vollzeitjob ausfüllen würde das Abgeben dieser Tätigkeit noch nicht und man ist sich vielleicht in dem Moment auch einfach mit einem Blick auf die Kosten noch zu geizig dafür, dann ist das einfach eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und das ist auch immer dann, wenn ich aus einem Menschen einen Job herauslöse und quasi einen zweiten Menschen daneben stelle, ja, der dann den Job quasi Vollzeit macht, wo ein anderer den vorher mitgemacht hat, dann verliere ich auch eine gewisse Abstimmung, weil natürlich die Synapsen sich schneller abstimmen als zwei Menschen miteinander. Und das
das Ganze geht halt exponentiell weiter in seiner Komplexität. Je breiter das Team wird, je dezentraler das ist, je mehr Standorte, je mehr Themen du dazu bekommst oder Produktlinien. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, dass man diese wachsende Komplexität unter Kontrolle hält und man Persönlichkeiten hat, die das auch ausreichend reflektiert zum richtigen Zeitpunkt schaffen, diese Sprünge zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch diese persönliche Entwicklung und auch, glaube ich, zu sehen, wo ist man gut drin, wo man drinnen bleiben sollte und wo sozusagen macht man etwas, weil es gemacht werden muss und man dann jemand dazu holt, sozusagen, der das vielleicht dann nochmal wesentlich verstärkt in der Entwicklung. Ich glaube, ein ganz wichtiger, und du hast gesagt, das Thema Kosten. Das Thema Kosten ist ja in dem Zusammenhang ein wesentlicher Faktor. Wie siehst du das Thema Bootstrappen, also möglichst lange mit wenig Liquidität schauen, dass man was erreicht, um sozusagen was zeigen zu können, versus schauen, dass man von Anfang an gut finanziert ist, wohl wissen, jede Finanzierung ja auch Erwartungshaltung hat, Unternehmenswertsteigerung und so weiter, wo man am Anfang vielleicht auch nicht den Zeitfaktor immer mit berücksichtigen kann? Ich würde sagen, es kommt darauf an. Ja, manche Dinge kannst du ohne eine sehr starke Finanzierung nicht gründen. Also du wirst zum Beispiel einen auf Maschinenbau aufsetzenden Mittelstandsbetrieb wirst du nicht gründen können, wenn du nicht ein paar Millionen Kriegskasse von Tag 1 hast, weil du eine Halle brauchst, Maschinen brauchst und entsprechend einfach hier schon arbeiten musst. Ja. Die wenigsten Startups heutzutage haben tatsächlich solche hohen Kosten. Ja, das ist ja ein Riesenvorteil der Digitalisierung. In der Digitalisierung haben wir erstmals die Möglichkeit, dass in Wahrheit Zugang zum Internet, ein Laptop ausreichen dafür, dass ich ein potenziell global expandierendes Unternehmen beginnen kann, ja, starten kann. Und ich denke, dass man diesen Vorteil nicht aus der Hand geben sollte. Also sprich, dass ein Unternehmer, der es in Wahrheit jetzt schon deutlich günstiger hat, als ein Unternehmer vielleicht in den 60er Jahren, wo halt einfach alles mit Maschine, Halle und entsprechenden Anfangsressourcen war und damit auch ein limitierender Faktor. Es konnten viel weniger Menschen sich leisten, Unternehmer zu sein. Heute können das mehr, aber man verliert so ein bisschen den Blick dafür, dass man sich trotzdem gut überlegen sollte, ab wann man sich einen Investor dazu nimmt. Du hast gesagt, es gibt keine Regel ohne Ausnahmen. Ja, ich würde persönlich bei einem Startup immer darauf schauen, dass ich so lange wie möglich Traction aufbaue, dass mein Produkt so weit wie möglich ist und dass ich so lange wie möglich mit Bootstrapping durchkomme. Warum? Weil ich einfach bei einem hohen Preisniveau dann auch die besseren Investoren hereinnehmen kann, signifikant größere Runden reinnehmen kann, weniger Verwässerung habe und damit einfach auch letztendlich mehr Anteile in meinem Unternehmen, mehr Kontrolle, mehr Mitsprache hier halt auch behalte. Und wenn man sich jetzt denkt, naja, um Gottes Willen, aber ich würde in einem Konzern XY verdienen, ich mache doch jetzt ein Startup, ja, das muss doch auch drinnen sein. Da muss ich ganz klar sagen, nein. Also man gründet kein Startup, um einen gut bezahlten Job zu haben. Man gründet ein Unternehmen, weil man langfristig einen Profit schlagen möchte daraus, dass man letztendlich die Welt ein Stück weit verbessert hat, verändert hat. Und derjenige, an dem man als erstes spart, derjenige, der den Sacrifice nimmt, das ist der Unternehmer. Und wenn ich dieses Mindset nicht mitbringe, dann sollte ich Unternehmertum lassen, Angestellter werden, bitte nicht Public Servant, wir brauchen Steuerzahler, aber zumindest Angestellter werden in der Privatwirtschaft. Ein Unternehmer muss im Herzen tragen, dass er weiß, wenn es hart auf hart geht, dann verzichte ich auch mal ein paar Monate auf Gehalt. Unternehmer ist immer der als letzter auscasht, aber dafür dann vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht letzte Frage, wann sollte man als Unternehmer zu dir kommen? Grundsätzlich ist es immer gut, Netzwerke aufzubauen. Es schadet nie zu plaudern, es schadet nie, jemanden kennenzulernen. Ich bin auch nicht so, dass das bei uns, und das ist, glaube ich, insgesamt die Unternehmenskultur bei uns ist die Tür nie zu. Ja? Wir sagen oft Nein. Ja? Ungefähr 1% der Fälle sagen wir ja, wir investieren. Es gibt auch immer wieder die Fälle, dass wir nach 6, 7, 8 Jahren, wo wir ein Unternehmen kennen, erst investieren. Aber die kennen wir dann in der Regel ganz gut und wir haben denen auch durchaus aktiv mal mit einem Lead zwischendurch geholfen. Wir haben immer wieder dann auch an gewissen Lebenskreuzungen auch Erfahrungen ausgetauscht. Und einige, muss ich sagen, begleiten wir relativ lange schon. Da wissen wir, dass wir nie investieren werden. Und andere, wir haben gerade jetzt wieder dieses Jahr ein Investment gemacht bei einer Firma, die wir sehr lange kennen, bei Fratello. Da freuen wir uns richtig, dass es endlich geklappt hat. Wir haben schon die letzten Jahre immer wieder gesagt, irgendwann wird es soweit sein. Wir dürfen das Timing noch nicht verpassen.
Ja? Und das ist, glaube ich, die größte Kunst und auch gleichzeitig die größte Schwierigkeit für jeden Investor. Das Timing entscheidet nämlich tatsächlich dann über den IRR, das heißt über den Return, den du als Investor machst. Ja? Und das sollte gut gewählt sein, weil du möchtest investieren dann, wenn das Unternehmen am steilsten wächst. Ja? Und natürlich kannst du dich freuen, wenn ein Unternehmen irgendwie verkauft wird für 100 Millionen, aber es ist ein Unterschied, ob du 8 Jahre investiert warst oder 3. Ja? Du möchtest am steilsten Wachstumsabschnitt, dort möchtest du dabei sein. Das heißt, ausreizen, im letzten möglichen Zeitpunkt investieren, die Upside mitnehmen und bevor es langweilig wird, möchtest du auch wieder raus. Ja? Und das mag jetzt sehr, sehr kapitalistisch klingen. Am Ende des Tages ist das aber auch ein Stück weit die Aufgabe des Investors. Ja, wir sind keine Philanthropen. Und es muss auch letztendlich die Aufgabe des Unternehmers sein, zu sagen, ich wachse so lange alleine aus eigener Kraft, ja, bis ich wirklich einen Investor brauche. Und wenn ich Geld aus fremder Hand nehme, dann muss ich alles rausholen, was geht. Ja? Das ist einfach... Unbestritten. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt und das ist das, was man ja auch, wenn man zu Fonds und so weiter geht, auch oft nicht bedenkt. Es ist einfach ein Zeitfaktor und ein Zeitfaktor, genau, in dem man Wachstum braucht. Und deswegen muss man diese... Und es ist auch eine Beschleunigung. So ist es. Es ist die Beschleunigung, dorthin zu kommen. Das heißt, man muss seine Kriterien kennen, um dieses Wachstum erfüllen zu können. Und wenn man diese quasi Anforderungen erfüllt, dann ist es genau die richtige Kombination, weil man dann noch was kriegt, nämlich mehr als Geld, nämlich das Netzwerk auch, um dann etwaige Folgefinanzierungen, nächste Schritte oder auch Organisationsaufbau mitzunehmen. Ich sage immer ganz gerne, ein Investment darf nicht das Überleben eines Unternehmens finanzieren. Ein Investment muss ein beschleunigtes Wachstum eines Unternehmens finanzieren. Ja. Heißt übersetzt, ein Unternehmen, das ohne uns als Investor nicht überleben kann, ist kein Investment Case. Klingt paradox, ja, aber wenn man darüber nachdenkt, ja, ist das eigentlich genau der Grund, warum so wenige Unternehmen auch tatsächlich Venture Capital bekommen. Unbestritten. Und deswegen, vielleicht auch deswegen auch mit dem ich mich da beschäftige, braucht es umso mehr unterschiedlichste Finanzierungen, weil auch der Weg dorthin, um dorthin zu kommen, braucht unter Umständen Kapital und braucht Themen. Klar. Deswegen muss man sich mit dem Thema Liquidität beschäftigen und was kann man denn ausreizen im Bereich auch vielleicht alternativen Finanzierung, um dann die nächsten Schritte setzen zu können. Perfekt, danke für das Interview. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf etwaige nächste Schritte. Ja. Danke. Wie immer gerne, Paul.